Hallo, hier ist Muro und heute stehe ich vor dem Eheji, dem Tempel, den der Dogen vor 800 Jahren in den Bergen von Fukui gegründet hat. Ich war schon ein paar Mal hier, aber es ist mindestens 10 Jahre her, dass ich hier zum letzten Mal war. Heute bin ich hier, weil mein Sohn ab April hier studiert in Fukui und wir sind jetzt gekommen, um ihn zu besuchen und bei der Gelegenheit eben auch mal Eheji uns nochmal anzugucken. Ich zeige euch mal hier auf der Karte. Okay, ich stehe gerade hier und mache mich jetzt mal auf den Weg zum Kloster. Kommt mit, ne? Ja, und hier ist der wahre Mensch ohne Rang aus dem Off, während mein menschlicher Avatar mit dem Glatzkopf sich auf den Weg zum Klostertor macht. Ne? Ein paar Informationen zu Eheji findet ihr in der Videobeschreibung. Wie immer gibt es da Links, zum Beispiel Wikipedia und auch zur offiziellen Homepage. Aber da scheint der Avatar eine kleine Entdeckung zu machen. Ich gebe mal das Mikro zurück. Hallo Muho, was siehst du da gerade? Mhm. Die Brücke hier heißt Tosui-kyo, das bedeutet die Brücke des fließenden Wassers, des rauschenden Wassers. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier war, dass Dogen angeblich aus dem Fluss jeden Morgen so eine Kelle Wasser geschöpft hat, ein bisschen davon getrunken, dann den Rest zurückgegeben. Und er soll dann gesagt haben, möge dieses Wasser dann den späteren Generationen nützen, ne? Oder deren Durst stillen. Ne? Also ich bezweifle, dass es schon zu Dogens Zeiten so schön ausgesehen hat, ne? Aber hat was. Ja, und hier ist der eigentliche Eingang. Ne? Hier steht Nihon Soto Daiichi Dojo, das erste Soto Dojo in Japan. Ne? Also historisch, Koshoji in Uji ist älter. Und irgendein Shogun oder so hat, glaube ich, auch mal geschrieben, ohne das Soto. Ne? Also ja, das Eheji angeblich das allererste Dojo sei in Japan. Da ärgern sich natürlich die Rinzai-Leute, wenn man das sagt. Deshalb haben sie hier wahrscheinlich Soto eingeführt. Kisho-san, das ist der Name des Berges Eheji. Und hier geht es dann hoch. Ne? Ich habe euch, glaube ich, gerade die Brücke gezeigt. Ne? Hier ist der Spruch, den der Dogen zugeschrieben wird. Ne? Also der eine Tropfen, der unten in der Kelle bleibt, ne? Der eine Tropfen unten in der Kelle, der möge dann den Durst stillen von 1000 Mal, was ist Oku? 100 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Also 10 Milliarden Menschen mögen von diesem einen Tropfen sozusagen genährt werden. Das war der Wunsch von Dogen. Und hier beginnen jetzt schon die eigentlichen Gebäude. Ne? Also das wenigste davon wird schon zu Dogens Zeiten gestanden haben, beziehungsweise ursprünglich war, glaube ich, der ganze Tempel noch weiter auf den Berg gelegt. Vieles davon stammt aus Zeiten, ich würde sagen 20. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert, kurz vor oder nach dem Weltkrieg. Eheji war, glaube ich, auch eines der ersten Gebäude in Japan, die einen Fahrstuhl hatten. Ne? Also damals versuchten die sich tatsächlich auch zu modernisieren. Und naja, ihr seht hier schöne, dicke Bäume, also Sugi heißen ja auf Japanisch, japanische Zypressen. Ne?
Weiß nicht, wie alt die sind. Ne? Für mein Auge, also 500 Jahre, würde ich denen schon zutrauen. Ne? Also Hier seht ihr im Hintergrund den Haupteingang von Eheji. Allerdings darf man da nicht durch. Nur der Abt hat Zugang. Und Novizen, wenn sie um Anlass bitten, um im Priesterseminar aufgenommen zu werden, ne, die stehen dann vor dem Tor. Aber alle anderen, die müssen hier durch diesen Eingang. Davor ist so eine kleine Stelle, an der man sich die Hände waschen kann und wenn man will, auch den Mund ausspülen. Als ich zum letzten Mal in Eheji war, gab es das hier noch nicht. Ne? Also das ist, ich schätze vor ein paar Jahren, so um die Corona-Zeit oder so, vielleicht zu Anfang der Corona-Zeit. Da sieht man auch noch Desinfektionsmittel stehen. Ne? Also ganz nett gemacht hier mit den Drachen. Da wäscht man sich die Hände und kann, wenn man will, sich auch den Mund ausspülen. Das tut man oft, bevor man shintoistische Schreine oder buddhistische Tempel besucht. Ne? Eine kleine Reinigungszeremonie vor dem Eintritt. Dahinter so ein kleiner netter Tümpel sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Ne? Also das hat vielleicht der neue Abt oder so, ne, eingerichtet. Wir gehen jetzt gleich rein durch den Touristeneingang. Da kauft man sich für 500 Yen, das sind so 3 bis 4 Euro, eine Eintrittskarte und kommt in einen Bereich, wo einem erstmal die ganze Tempelanlage erklärt wird. Die Karte, vor der der Mönch hier steht, die findet ihr auch auf Wikipedia. Ne? Also der zeigt jetzt gerade da unten, das ist das Bad. Ne? In der Mitte ist der Haupteingang über dem Bad, also rechts über dem Haupteingang. Laut Wikipedia heißt es Refektorium, das ist aber falsch. Ne? Refektorium bedeutet Speisesaal, aber das Gebäude, da sind die Küchengebäude drin und da werden auch Gäste untergebracht. Über dem Kopf von dem Mönch, na, da ist die Sodo, wo meditiert wird. Da kommt man allerdings nicht rein. Und links von dem Mönch, das Gebäude, was ihr seht, das ist erst knapp 100 Jahre alt, glaube ich. Ne? Also das ist das Gebäude, in dem ich diese Aufnahmen gemacht habe, wo auch diese Erklärungen stattfinden. Und das ist eigentlich das größte Gebäude. Da werden Gäste untergebracht, die zum Beispiel eine Nacht in Eheji verbringen wollen. Oder das ist eine andere Option, das findet ihr alle in der Videobeschreibung auf der offiziellen Homepage, auf der Website von Eheji. Es gibt auch die Möglichkeit, für 3 Tage in Eheji zu praktizieren. Und dann wird man in der Regel in einem großen Schlafsaal mit anderen Praktizierenden untergebracht. Und auch das Sazen findet statt in diesem großen Gebäude, das ihr jetzt links von dem Mönch auf dem Gemälde seht. Ne? Und naja, bevor man sich dann aufmacht, beziehungsweise es gibt bestimmt auch die Option, so eine Tour mitzumachen, ne? Aber in der Regel läuft man dann alleine rum und kann sich, wenn man Lust hat, dann vorher von dem Mönch anhören, was es da zu sehen gibt. Dieser Raum heißt Kakusho-kaku und die Decke ist berühmt für ihre Gemälde. Da sind insgesamt, ich glaube, es waren 156 von diesen Gemälden angebracht. Allerdings ist auch dieser Raum noch nicht so alt. Der wurde 1930 gebaut. Das ganze Gebäude wurde vor knapp 30 Jahren nochmal groß renoviert zur Gedenkfeier des 750. nicht Geburtstages, Todestages von Dogen. Also in Japan, im Buddhismus werden immer die Todestage gefeiert, nicht die Geburtstage. Denn mit der Geburt beginnt ja das Leiden und mit dem Tod geht man im besten Fall ins Nirvana ein. Ne? Also vor knapp 30 Jahren war der 750. Todestag von Dogen und zu dem Anlass wurde dieses Gebäude nochmal groß renoviert. Das gab es zur Zeit von Dogen nicht und es ist auch, glaube ich, so ein Saal, in dem eher Feierlichkeiten gehalten werden. Es ist eigentlich sowas wie ein Festsaal. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, ja, was soll das eigentlich in Eheji? Das ist doch der
Tempel, der von Dogen gebaut wurde, um Sazen zu praktizieren. Das ist das älteste erhaltene Gebäude. Das stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Tempel selbst stammt von, ich glaube, 1243, ne? Aber die meisten Gebäude sind immer wieder abgebrannt, neu aufgebaut worden. Ne? Und dieses Tor, ne, das Eingangstor, durch das man, wie gesagt, nur einmal im Leben, wenn überhaupt, Einlass hat, nämlich wenn man als Novize für mindestens ein Jahr hier trainieren will, ne, dann kommt man hier durch. Da wird man hier eingelassen und dann nach einem Jahr oder wenn man will, nach 2, 3 Jahren verlässt man das Tempel. Aber sonst bei allen anderen Gelegenheiten kommt man hier nicht durch. Ne? Es sei denn, man ist der Abt, ne? Dann hat man auch Gelegenheit dazu. Was man jetzt hier sieht, nördlich von dem Haupteingang, das ist die Buddha-Halle, die sozusagen dem Herz des Klosterkomplexes entspricht. Ne? Die ist im Zentrum, da findet man den Shakyamuni und rechts davon, japanisch Daikuin, ich würde es als die Küche übersetzen, obwohl Wikipedia behauptet, es wäre das Refektorium, aber man isst nicht da. Ne? Also es ist kein Speisesaal, sondern da werden nur die Speisen zubereitet und wichtige Gäste werden im Obergeschoss da auch untergebracht. Gegessen wird auf der anderen Seite, also hier links, nämlich in der Meditationshalle. Zumindest die Mönche. Ne? Hier kommt man nämlich, die Allgemeinheit kommt hier nicht rein, selbst wenn ihr für 3 Tage zum Praktizieren kommt. Ne? Ihr dürft in der Regel hier nicht rein. Was wir eben gesehen haben, das ist der Gaitan. Ne? Aber da, wo die Mönche tatsächlich sitzen, das sieht man gar nicht. An dem Tag war es noch relativ kühl. Ihr seht, da wird mit Ölofen geheizt. Ne? Und das ist jetzt wieder die Buddha-Halle. Darüber im Norden davon ist die Hatto, die Dharma-Halle. Die zeige ich euch dann später noch. Ne? Als nächstes sind wir in die Buddha-Halle gegangen, in der ab und zu mal Sutren gelesen werden und ansonsten nicht allzu viel stattfindet. Ne? Dahinter, wie gesagt, die Küche, wo der Tenso die Mahlzeiten zubereitet. Das ist die Buddha-Halle mit einem Steinboden. Das heißt, die ist nicht mit Tatamis ausgelegt. Deshalb kniet man hier auch nicht auf dem Boden, sondern man hat so Bänke, auf denen man sitzen kann, während die Sutren rezitiert werden. Beziehungsweise es gibt auch die Rezitation im Gehen. Wahrscheinlich ist das so chinesischer Stil. Ne? Also wenn man chinesische Tempel betritt, könnte mir vorstellen, dass die ähnlich von der Architektur aussehen. Ne? Da oben steht Kito, das bedeutet Gebet. Welche Rolle das Beten im Buddhismus spielt, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ne? Wenn es euch interessiert, warum Buddhisten beten, sucht danach, ne, auf meinem Kanal. Ich habe darüber gesprochen. Und ja, jetzt geht es eine recht beeindruckende lange Treppe hoch. Diese Treppen werden jeden Morgen von den Mönchen feucht gewischt, ne? Und super schnell. Also viele haben ja die Idee, achtsam, das bedeutet alles ganz ruhig zu machen, aber im Zen, wenn man da ganz langsam beobachtend diese Treppen eine nach der anderen sauber machen würde, das würde endlos dauern. Ne? Also das gehört zur Praxis der Mönche, dass hier täglich feucht gewischt wird und je schneller das geht, umso besser. Ne? Jetzt gehen wir hoch, ne, ganz oben auf der Nordseite. Das entspricht also dann dem Kopf des Gebäudes. Ne? Ganz oben ist die Dharma-Halle. Während in der Buddha-Halle der Shakyamuni auf dem Altar sitzt, findet man hier Avalokiteshvara oder japanisch Kannon. Ne? Kannon ist die Hauptgottheit. Und das auf der rechten Seite der Dharma-Halle ist die Halle, wo der Abt seine Gäste empfängt. Und dahinter, man sieht nur einen Teil von dem Dach, dahinter wohnt tatsächlich
der Abt, ne? Dem begegnet man aber selten. Nur die allerwichtigsten Gäste, die können eine Audienz beim Abt von Ehesi haben. Und hier geht es rein in die Dharma-Halle. Da wird wahrscheinlich jeden Morgen schon um 4:30 oder so Zeremonie gemacht und da versammeln sich dann alle Mönche. Tagsüber sind da immer nur ein paar Touristen drin, aber morgens, das sind dann über 100 Mönche, würde ich sagen, die sich hier links und rechts aufreihen und eine halbe Stunde, manchmal sogar eine ganze Stunde dann Zeremonien lesen. Und jeder Soto-Priester muss einmal im Leben Ehesi besuchen für eine Zeremonie, die heißt Suise. Suise bedeutet oder wird manchmal übersetzt als Abt sein für eine Nacht. Als ich das gemacht habe vor, wann war das, 25 Jahren oder so, ne? War ich aber nicht allein, sondern wir waren zu viert, ne? Also es waren 4 App für eine Nacht. Das bedeutet natürlich nicht, dass man dann tatsächlich die Funktionen und Aufgaben des Abtes alle ausführen müsste oder könnte. Was es bedeutet, ist, dass man am nächsten Morgen bei dieser Zeremonie die ganzen Verbeugungen macht, die eigentlich der Abt machen muss, ne? Also man steht im Zentrum dieser Halle, ist umgeben von 100 Mönchen und muss alles genauso machen, wie es eigentlich der Abt machen würde, ne? Den Weihrauch verbrennen, die Verbeugung an der Stelle machen, an der sie in der Regel der Abt macht, ne? Und da lernt man dann auch ganz interessante Leute kennen. Also als ich da war, einer von den 3 anderen Japanern, der erzählte uns, dass er ja irgendwann mal den Tempel von seinem Vater übernehmen muss, aber er hat eigentlich gar keine Lust dazu, denn er verdient sich sein Taschengeld als professioneller Pachinko-Spieler. Und da verdient er viel mehr, sagt er, als er in Zukunft wahrscheinlich als Tempelpriester verdienen wird, ne? Also er hat eigentlich gar keine Lust, irgendwann mal Priester zu werden, hat sich aber von seinem Vater breitschlagen lassen, zumindest mal Suise zu machen im Ehesi. Das ist jetzt der Blick von der Dharma-Halle runter nach Süden, ne? Auf die Buddha-Halle und auf das Eingangstor. Und auch hier gibt es wieder einen langen Korridor, der runterführt zur Mönchshalle. Und wenn man da nicht runtergeht, sondern weiter, ne? Also hier nach unten, das geht dann zur Meditationshalle. Aber wenn man weiter geht, das wäre die Westseite der Dharma-Halle, da findet man das Grab vom Dogen, ne? Beziehungsweise eine Halle, die dem Dogen gewidmet ist. Da kommt man natürlich nicht rein, man kann sich das nur von außen angucken. Aber die Mönche, die hier tatsächlich leben, die also ihre Ausbildung in Ehesi machen, da gibt es welche, die verantwortlich sind dafür, sich um den Dogen zu kümmern. Was das bedeutet ist, da gibt es so eine Figur von dem Dogen und der wird 3-mal täglich Essen serviert und die wird sogar gebadet, ne? Also diese Figur vom Dogen, ich habe das natürlich selbst nie gemacht, weil ich meine Ausbildung hier nicht in Ehesi gemacht habe, ne? Ich war außer in Antaishi dann ein Jahr in Hoshinji. Aber Leute, die das gemacht haben, die haben mir davon erzählt, ne, wie sie dann täglich die Figur vom Dogen baden, ne? Er wird so behandelt, als lebte er noch. Das kann man leider hier nicht sehen, ne? Hier nochmal die Sicht von der Buddha-Halle. Rechts war die Meditationshalle, links die Küche, ne? Wikipedia irrt sich, wenn es glaubt, dass hier ein Speisesaal zu sehen wäre. Und in die Küche selbst kann man auch nicht reingucken, aber man sieht da zum einen, ich glaube, das soll der allergrößte, wie nennt man das? Mörser sagt man wahrscheinlich zu dem, wo man den Sesam stampft, ne? Der Stampfer sozusagen, ne? Da hängt ein riesiger Stampfer an der Wand. Ich bezweifle, dass der jemals verwendet wird. Also wenn der verwendet wird, da braucht man mindestens ein Dutzend von Mönchen, um den
im Mörser zum Stampfen zu verwenden. Ich zeige euch den gleich, ne? Wenn ich mich recht erinnere, hing der irgendwo hier an der Wand, ne? Links, da kommt jetzt gleich Idaten, ne? Die Schutzgottheit für die Küche, vor der auch jeden Morgen die Sutren gelesen werden. In der Regel super schnell, ne? Weil Idaten hat wenig Zeit. Deshalb werden hier also das Shosaimyo Kichijo Darani, ne? Und solche Sachen super schnell gelesen. Aber man darf Idaten nicht die Zeit stehlen. Ja, das ist der Blick von der Buddha-Halle runter. Und hier, das ist das ursprüngliche Betongebäude, ne? Da kann man sich noch Filme angucken. Da waren auch Mönche von Antaiji zu sehen. Und das ist Masangin, also 3 Pfund Flachs steht da. Auch von irgendeinem Kalligraphen gemalt. Und dann vor dem Ausgang gibt es noch ein kleines Museum. Allerdings die wenigsten Sachen da haben wirklich einen großen kulturhistorischen Wert. Dieses Bild hier sieht so ein bisschen aus wie ein Selbstporträt von Ikkyu. Das ist aber der zweite Abt von Eheji, also der Koun Ejo, der auch das Suimonki geschrieben hat. Und das ist das Fukan Sasengi, also Dogens Anleitung von Sazen, für Sazen. Angeblich soll er das selbst geschrieben haben. Das, was man hier im Museum sieht, ist natürlich nur eine Kopie. Es ist, soweit ich weiß, der einzige Text, der von Dogen erhalten sein soll. Dann dieser Kasten. Das soll sozusagen der Rucksack gewesen sein, mit dem Dogen durch China gereist ist. Da hatte er sein ganzes Gepäck drin. Und zu der Zeit sollen die Mönche auch ihren Futung und so weiter mit sich getragen haben, ne? Und Bücher, wenn sie welche hatten. Ne? Das kam alles in diesen Kasten. Wobei ich mir vorstellen könnte, es würde mich nicht wundern, wenn Dogen da einen Assistenten oder einen Diener hatte, der das ganze Gepäck für ihn getragen hat, so fast wie ein Sherpa. Ne? Und wenn er müde war, hat sich der Dogen vielleicht selbst noch in den Kasten gesetzt. Ja, hier sieht man so verschiedene historische Gegenstände wie diese Glocke und irgendwelche Bodhisattva-Figuren oder andere Schutzgottheiten des Buddhismus, ne? Ich kann euch leider selbst nicht genau sagen, wer das jetzt ist. Das sieht aus wie der Bodhidharma für mein Auge, ne? Der kam ja aus Indien und als er nach China kam, das könnte fast schon, wenn der jetzt da keinen Dolch in der Hand hätte, sondern Pfeil und Bogen, dann wäre es fast so ein bisschen wie der Amor, ne? Der Gott der Liebe. Auf der Seite wieder ein Bodhisattva, von dem ich euch leider nicht sagen kann, wer es ist. Ah, das ist der Fugen, ne? Um den ging es ja auch bei den 120 Fragen. Begegnest du am Ende dem Fugen? Den Fugen erkennt man daran, dass er auf einem Elefanten sitzt. Also Fugen ist der Bodhisattva allumfassender Weisheit. Und das ist der Shakyamuni persönlich, neben ihm Avalokiteshvara oder Kannon-san, japanisch. Und dann sind wir auch schon am Ende, ne? Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.